Was mache ich heute? Ihr seht es vielleicht, ich habe keinen Rucksack dabei. Ich habe mich dazu entschlossen, einen Pausentag in Eisenach zu machen. Gestern habe ich auf jeden Fall schon gesagt, dass ich gerne mal wieder einen Pausentag hätte, weil ich mich ein bisschen erschöpft fühle. Deswegen gleich die Chance genutzt. Und ja, damit ich nicht ganz aus der Übung komme, laufe ich durch den Thüringer Wald jetzt ein bisschen, durch die Drachenschlucht. Ja, mal schauen, was mich da so erwartet. Einfach nur der Wahnsinn. So krass, wie weich ganz frische Blätter sind. Ich habe wirklich viele schöne Sachen gesehen, auch in Deutschland oder gerade in Deutschland, die ich so nicht erwartet hätte. Ich war noch nie in Thüringen bewusst, habe mir da Sachen angeschaut und ja, wann war ich da? Vorgestern in der Drachenschlucht und fand schon echt schön. Aber das gerade toppt schon wieder alles, ey. Ich werde jetzt noch eine Stunde hier sitzen und warten, bis die Sonne untergeht. Werde ein bisschen Blödsinn machen und dann mir irgendwo einen Zeltplatz suchen. Teufelskanzel, glaube ich, heißt die. So schaut die aus. Gestern hat der Tag mit einem Sonnenuntergang geendet. Und heute geht er mit einem Sonnenaufgang auf. Ich habe einen Zug genommen. Das klingt schon wieder so dumm. Okay. Was ist passiert? Wieso habe ich einen Zug genommen? Ich laufe zwar schon insgesamt gut 1400 Kilometer durch Deutschland, allerdings laufe ich nicht durch den Harz. Der Harz sieht man jetzt nicht, aber ist der Nationalpark hinter mir. Und durch den Harz läuft ein relativ bekannter Fernwanderweg. Und zwar der Harzer Hexenstieg. Und ich habe auf Instagram gefragt, will irgendwer mitlaufen? Und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet, und zwar der Marius. Und wenn alles klappt, dann werde ich heute zwar schon mal ein kleines Stück auf dem Harzer Hexenstieg laufen, allerdings wird er dann irgendwann dazukommen. Ich bin echt gespannt drauf, weil ich halt wirklich bisher fast nur alleine unterwegs war und es auch sehr genossen habe oder immer noch sehr genieße. Aber es wird bestimmt mal interessant, über ein paar Tage jetzt mit wem zu laufen, ein bisschen zu labern. 100 Kilometer, 3-4 Tage. Wird schön. 94 Kilometer durch den Harz.
wenn ein Teilstück gesperrt ist mit einem Absperrband und dann nochmal ein Absperrband kommt wegen Sturmschäden, dann halt dich einfach dran, Alex. Geh einfach außen rum, mach die 3 Kilometer mehr. Ja. Aber wenn ich heute mal fertig bin, mache ich ein Fass auf. Es ist einfach die ganze Zeit so eine Scheiße hier. Memo an mich selbst, lass es einfach das nächste Mal. Ohne Scheiß. Einfach entspannt den Umweg gehen. Da kommt schon die nächste Scheiße. Ich meine, das ist doch nicht ihr Ernst, dass da alles runterkommt. Das ist einfach der Weg. Nice, oder? Das ist der Weg und ich kann jetzt schauen, dass ich hier irgendwie ohne Scheiß, lass es doch einfach das nächste Mal, Alex. Das muss doch echt nicht sein. Oh, ich bin so ein Idiot. Nie wieder. Schau euch das an, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Heftiger Erdrutsch, alles unten. Ich bin einfach so ein Idiot. Ohne Scheiß. Wenn ich heute da bin, dann wird's gut. So, was machen wir? Wir laufen auf dem Brocken. Ihr seht, Marius ist mit dabei. Kleiner Höhenunterschied. Ja, es geht weiter durch den Harz. Heute auf dem Brocken und dann ein bisschen weiter. Schauen einfach mal, wie weit wir kommen, glaube ich. Und ja, werden auf jeden Fall ein paar schöne Tage. Es ist eh so dunkel, dass man fast nichts sieht. Naja, wir sind auf jeden Fall in der Schutzhütte. Und es soll zumindest richtig gewittern. Aber im Moment geht's noch. Wir befinden uns jetzt hier am See in Rübeland und der ist so blau, weil es hier ein ehemaliges Kalkbergwerk ist. Und hier befinden sich natürlich am Abgrund und generell im See relativ viel Kalkablagerung. Und die haben die Eigenschaft, bestimmte Lichtfrequenzen zu absorbieren, nämlich zum Beispiel rotes Licht oder grünes Licht. Und dann schimmert halt nur vornehmlich diese blaue Farbe, die wir jetzt hier sehen, durch.
Wir sind jetzt schon am letzten Zielstück, würde ich sagen. Es ist jetzt der dritte Tag, vom Harzer Hexenstieg. Wir sind jetzt im Bodetal und ihr seht selber, wie unglaublich geil das ausschaut. Haben jetzt noch knapp 10 Kilometer bis nach Thale und dann sind wir schon fertig. Ging echt schnell rum. Aber man kann auf jeden Fall nochmal herkommen. Zum Stempeln sammeln, ja. Also der Harzer Hexenstieg ist schon echt ein schöner Wanderweg, den man auf jeden Fall mal gemacht haben sollte, wenn man sich für sowas interessiert. Naja, die letzten paar Kilometer und dann geht's für Marius ab nach Hause und für mich wieder nach Göttingen. Und da geht dann mein Weg weiter. Marius und ich wussten vorher nicht, ob es ein offizielles Ende gibt vom Harzer Hexenstieg. Ja, man sieht es jetzt von hier nicht, aber ich habe es gefunden. Was jetzt passiert ist, ist einfach einer dieser Gründe, wieso man solche Wege geht. Und zwar, ich habe auf dem Weg in der wirklich unmöglichsten Situation, die man sich vorstellen kann, ich habe es sogar gefilmt, in dem Teil, in dem ich quasi nicht vorangekommen bin, weil alles umgestürzt ist. Da habe ich 2 Typen getroffen, bisschen mit denen geredet. Und da hat sich jetzt einiges ergeben durch die. Und ich bin so dankbar, dass solche Momente einfach auf dem Weg immer wieder passieren und du dir denkst, das kann nicht sein, dass solche Zufälle zusammenkommen. Wie gesagt, ich habe die beiden kennengelernt und die haben mir nicht nur angeboten, dass ich in Hildesheim ist bei Hannover, da werde ich in 5 Tagen oder so vorbeikommen, dass ich da bei ihnen pennen kann, sondern die haben mir auch angeboten, mich jetzt, bevor ich nach Göttingen zurückfahre, dass die mich abholen mit dem Auto, wir zu seinen Eltern fahren, jetzt kriege ich dann noch was zu essen, ich darf da pennen, ich darf mich vielleicht duschen. Das ist so geil und morgen dann günstiger mit dem Zug wegfahren, weil das einfach näher an Göttingen liegt. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Es ist so schön, was es für Menschen gibt. Echt wahr. Deswegen immer an das Gute glauben, dann passiert einem sowas, glaube ich.